Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP ProBook und zwar ein 470G5 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Notebook nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar super schwer zu lesen, genau hier. Und da sieht man dann die genaue Modellnummer, im Bild jetzt wahrscheinlich nicht zu erkennen, mit der ihr auch super einfach die Ersatzteile bei uns im Shop finden könnt. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. So, die Besonderheit bei dem Gerät ist, dass es im Grunde genommen kein Bottom Case gibt. Es gibt dafür diese zwei Abdeckungen hier. Und ja, man muss auf jeden Fall erst die größere von beiden abnehmen, um an die untere heranzukommen. Und für den Rest nimmt man dann das Top Case ab. Aber machen wir jetzt hier mal Schritt für Schritt. Ich benutze hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset. Das gibt es auch bei uns im Shop und ist super praktisch, weil da einfach alle Aufsätze und alle Schrauben mit dabei sind. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und ja, dann lösen wir hier mal die einzige Schraube, die die erste Abdeckung hält. Die kann man mit einem ganz normalen Kreuzschlitz rausnehmen, ein pH0. Ja, und die nimmt man auch nicht ganz raus, die bleibt im Gehäuse, die muss man also wirklich nur lösen. Und dann kann man die erste Abdeckung raushebeln. Ich nehme dafür so einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Kann man alles Mögliche für nehmen. Und ja, dann gehe ich halt hier, wo die Schraube war. Da hebt sich das schon so ein bisschen an, wenn man die gelöst hat. Und da kann man dann einfach drunter gehen und den Deckel nach oben hin weghebeln. Das knackt und knirscht dann ein bisschen, aber das ist normal, wenn sich die Halterung löst. Und ja, dann geht man da so ein bisschen drum rum und hat das relativ schnell ab. Ja, und wenn man die erste Abdeckung weggenommen hat, dann kommt man auch schon direkt an das WLAN-Modul dran und auch an die beiden RAM-Slots. Um an die SSD und die HD, die hier drunter sind, ranzukommen, muss man nur diese Schraube hier rausnehmen. Und das mache ich auch mal schnell. Dann nur noch ein bisschen aufhebeln. Und dann ja, sieht man hier die SSD und direkt nebendran wäre eben noch Platz für eine 2,5 Zoll HDD. Um den RAM zu tauschen, muss man lediglich diese beiden Klammern hier nach außen ziehen. Dann springt der RAM so ein bisschen nach oben weg und dann kann man den einfach austauschen. Und ja, genauso umgekehrt steckt man den wieder rein und drückt den runter, bis die Klammern wieder einrasten. Das WLAN-Modul kann man genauso einfach tauschen, einfach nur diese Schraube raus, die Kabel abziehen und dann ist das schnell gemacht. Und genauso ist es mit der SSD, da lösen wir die Schraube, die hier unten ist. Und ja, dann kommt die SSD leicht nach oben, so wie hier, dann ziehen wir die einfach nur noch raus und dann ja, kann man sie austauschen. Und umgekehrt genauso einfach wieder einbauen. Um jetzt an die weiteren Komponenten zu kommen, muss man einmal die Schrauben am Gehäuse hier außen lösen und man muss zusätzlich auch die Schrauben im Gehäuse, einmal die mit M2 bezeichnet sind, lösen und dann noch die mit dem kleinen Tastatursymbol hier. Dann nur noch die kleine Schraube hier unten und dann hat man alle.
Bei dem Gerät wirklich sehr wichtig, sich auf jeden Fall genau merken, wo welche Schraube herkam. Da kann man sich auch vielleicht einen Notizzettel machen und die dann auch separat aufbewahren. Sollte man jetzt nur die Tastatur tauschen wollen, dann reicht es natürlich auch, nur die Schrauben rauszunehmen, die das kleine Tastatursymbol haben, nämlich die hier. Und dafür kann man einen ganz normalen Kreuzschraubendreher nehmen, einen PH0. Und danach hebelt man die Tastatur aus dem Topcase. Ich würde dabei von oben anfangen, weil die Tastatur unten so leicht eingeschoben ist. Und ja, dann schafft man sich da eine Öffnung und hebelt die vorsichtig raus. Und dann kann man die nach oben hin wegziehen. Da muss man einfach nur aufpassen. Da ist ja noch das Verbindungskabel von der Tastatur zum Mainboard. Das ist zwar relativ lang, aber trotzdem nicht einfach nach oben hin wegreißen. Und hier sieht man jetzt den Kippstecker, mit dem die Tastatur am Mainboard befestigt ist. Und da das Kabel nicht einfach rausziehen, das ist ein Kippschalter oder ein Kippstecker. Das heißt, man klappt den erst nach oben. Das gibt dann das Kabel frei und dann kann man es nach außen wegziehen. Und sobald das Kabel gelöst ist, kann man dann die Tastatur austauschen. Um jetzt an die weiteren Komponenten wie Lüfter und Akku zu kommen, muss man diese Schrauben hier innen lösen. Und dann natürlich ganz wichtig, falls noch nicht erledigt, auch die Schrauben auf der Rückseite. So, hier vorne lohnt es sich auf jeden Fall erstmal die ganzen Kabel zu lösen. Das sind Kippstecker, wie vorhin auch schon bei der Tastatur gezeigt. Und die löse ich jetzt hier mal alle. Dann kommt man da auch beim Öffnen nicht irgendeinem Kabel in die Quere. Danach kann man dann das eigentliche Topcase aus dem Gehäuse hebeln. Das hebelt man von der Seite auf und ja, bis die einzelnen Stellen herausklicken. Da geht man einmal um das Gerät herum. Und ja, da braucht man vielleicht auch ein bisschen Geduld, aber letztendlich ist das auch kein Hexenwerk. Und wenn man dann einmal das Ganze gelöst hat, kann man mit der Hand runtergreifen und das dann nach oben hin einfach abnehmen. Genau, schauen, dass da die Kabel nicht irgendwie hängen bleiben. Und ja, so sieht das dann von innen aus. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und in dem Fall müssen wir dafür auch den gesamten Akku rausnehmen. Der ist nämlich direkt auf dem Mainboard aufgesteckt. Und dafür lösen wir jetzt einfach diese Schrauben hier. Und dann können wir den Akku nach oben hin aus dem Gerät entfernen. Und den hebeln wir so ein bisschen raus, dass sich die Steckverbindung löst. Und ja, ziehen den dann unter dem anderen Kabel einfach vor. So, ich zeige euch auch noch schnell, wie ihr aus dem Topcase das Touchpad entfernen könnt. Dafür nimmt man diese Schrauben hier raus und löst am Ende noch das Kabel hier oben. Das ist auch wieder ein Kippstecker und dann kann man das einfach austauschen. So, und jetzt kommen wir auch endlich an den Lüfter ran. Und da muss man nur bei diesem Kabel die Leitung aus der Führung trennen und dann noch diese Schraube hier lösen. Die andere Schraube brauchen wir in dem Fall nicht zu lösen. Das war ja schon am Topcase. Und schließlich noch das Kabel vom Lüfter, das mit dem Mainboard verbunden ist, seitlich rausziehen. Und dann ja, kann man den Lüfter nach oben hin wegnehmen und einfach austauschen. Den Akku wieder einzubauen ist denkbar einfach. Den muss man wirklich einfach bloß wieder in das Gerät reinlegen und hier oben auf den Stecker drauf drücken und dann einfach wieder zuschrauben. Beim Wiedereinbau des Topcases sollte man darauf achten, dass man, bevor man das richtig fest zudrückt,
schaut, dass alle Kabel wieder erreichbar sind und man die auch wieder in die Stecker bekommt. Ich nehme dafür eine Pinzette, falls ein Kabel nicht ganz erreichbar ist, und dann wirklich schauen, dass man an alle Kabel drankommt, sonst hat man es fest zugedrückt und ja, muss es dann nochmal abnehmen. Wenn alle Steckverbindungen dann wieder sitzen, kann man das Topcase von oben in das Gerät reindrücken. Ruhig ein bisschen kräftig, dass es auch wirklich wieder mit dem Gerät verbunden ist. Man hört das auch immer ganz gut am Knacken. Und ja, sobald das Topcase wieder richtig sitzt, kann man die Tastatur einlegen. Natürlich nicht vergessen, vorher die Schrauben, die unter der Tastatur sitzen, erst wieder zu befestigen. Und dann kann man ja das Kabel wieder verbinden und dann die Tastatur von oben in das Gerät drücken. Und da spürt man auch sehr gut, wann die wieder sitzt und wann sie eben mit dem Gehäuse ist. Ja, und dann kann man auch schon wieder das Gerät an sich zuschrauben. Da merkt man sich eben, welche Schrauben wo waren. Wie eingangs erwähnt, kann die alle festschrauben. Und dann kommt als allererstes der Deckel hier unten wieder aufs Gerät, der ebenfalls verschraubt wird. Und dann kommt die letzte größere Abdeckung noch hin mit den Schrauben in die Mitte. Das wird reingedrückt, zugeschraubt und dann hat man die Tortur auch hinter sich. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.